Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Falls du bei deinen Aquarellbildern das Problem hast, dunkle und große Flächen gleichmäßig anzulegen, dann ist dieses Video hier genau das Richtige für dich. Ich gebe im Video einige Tipps und Tricks, wie du dunkle Flächen gut anmischen kannst und wie du in einer großen Fläche auch die Farbe variierst. Ich starte mit kleineren Übungen und am Ende male ich ein österliches Motiv. Viel Spaß beim Video! Wenn wir ein Bild betrachten, dann nehmen wir zuallererst die Tonwerte und die Kontraste wahr. Danach kommt erst das Wahrnehmen der Farbe. Das heißt also für deine Bilder, sie sind besser lesbar und wirken einfach besser, wenn du starke Kontraste im Bild hast. Die hellen Farben sind im Aquarell oft kein Problem. Wir nehmen viel Wasser, die Farbe läuft und das Papier kann durchscheinen. Bei den dunkleren Farbaufträgen wird es problematischer. Hier wünschen wir uns auch eine schöne, gleichmäßige Farbigkeit mit weichen Verläufen. Die genaue Mischung der Farbe und vor allen Dingen auch die Konsistenz der Farbmischung zeige ich dir jetzt in einigen kleinen Übungen. Manchmal braucht man im Aquarell einfach die dunklen Farben. Zum Beispiel in Nachtstücken wie hier in dieser Venedig-Szene, wo wir bis auf ein paar Helligkeiten wirklich sehr viele abwechslungsreiche, variationsreiche dunkle Farben im Bild haben. Oder auch hier in dieser Stadtsilhouette, wo dieser dunkle Silhouettenstreifen auf die hellere Himmelsform aufgemalt wird. Auch hier seht ihr, dass ich die dunkle Farbe ständig variiert habe in der Farbtemperatur, im Farbton, aber es ist eben alles vom Tonwert sehr dunkel gehalten. Manchmal muss es auch etwas mehr sein. Hier seht ihr ein etwas größeres Format. In diesem Bild habe ich im oberen Bereich sehr viele kräftige dunkle Farben eingetragen, so dass es dann hier im Bildfokuspunkt maximal anfängt zu leuchten. Der allererste Tipp von mir, wenn du wirklich mit dunklen und kräftigen Farbtönen arbeiten möchtest, ist, dass du möglichst mit hochwertigen, professionellen Aquarellfarben arbeitest. Ich verwende überwiegend die Farben der Firma Winsor & Newton bzw. auch der Firma Schminke und von beiden Farbherstellern die professionelle Linie. Das ist von Winsor & Newton Professional Watercolor und von Schminke die Produktlinie Horadam Aquarell. Wenn du mit billigeren Farben arbeitest, zum Beispiel mit den Sonderangeboten aus dem Discounter, dann kann es sein, dass in der Farbe Zusatzstoffe beigemischt sind, die die Farbe fester und schwerer anlösbar machen. Du musst dann mit dem Pinsel sehr lange in der Farbe rühren, um eine cremige Substanz zu erreichen, und ein richtig dunkler Farbauftrag ist dann kaum noch möglich. Ich arbeite seit Jahren mit Tubenfarben, die ich mir in eine Leerpalette hineindrücke. Und ich mache es immer so, dass die frische Farbe auf die angetrocknete Farbe draufkommt und ich dann für mein Bild die cremige, feuchte Farbe sofort zur Verfügung habe. Die angetrocknete Farbe hier im Kasten kann man natürlich selbstverständlich auch noch weiter verwenden. Ich sprühe sie an mit meiner feinen Sprühflasche und so würde ich auch mit den trockenen Näpfchenfarben im Malkasten verfahren. Der zweite Tipp für einen wirklich dunklen Farbauftrag ist, dass du dir deine verwendeten Pigmente erst einmal genau anschaust. Wie du vielleicht schon weißt, gibt es deckende und transparente Pigmentsorten. Die Information, ob eine Farbe deckend oder transparent ist, findest du auf deiner Farbtube oder aber auf dem Verpackungspapier des Näpfchens. Und sie ist hier auf diesem aufgezeichneten Quadrat zu erkennen. Bleibt dieses Quadrat hell, in diesem Fall ist es weiß, aber manchmal ist es auch einfach nur hell und unausgefüllt, ist die Farbe hochtransparent. Das heißt für uns als Maler, dass wir beim Auftrag der Farbe immer ganz viel Papierweiß durchschimmern sehen. Die nächste Stufe zu etwas weniger Transparenz ist dieses durchgestrichene Kästchen. Das bedeutet eben, dass die Farbe nicht mehr ganz so transparent und durchscheinend ist. Halbdeckend ist die Farbe, wenn das Kästchen hier diagonal ausgefüllt ist. Komplett deckende Farbtöne haben wir, wenn das Kästchen ganz schwarz ist.
Die Transparenz bzw. die Deckkraft einer Farbe hat nichts mit dem Farbton selbst zu tun. Hier haben wir zum Beispiel eine komplett schwarz-graue deckende Farbe, das ist der Farbton Neutraltinte von Winsor Newton. Aber auch das Titanweiß von Winsor Newton ist stark deckend. Ich habe mir jetzt hier 4 kleine Fächer vorbereitet und möchte dir verschiedene dunkle Farbmischungen zeigen. Während wir die Farbe jetzt anmischen, kommt mein Tipp Nummer 3 für dich. Nimm immer genügend Pigment in deine Farbpfütze hinein. Und zwar genügend heißt in diesem Fall immer etwas mehr Pigment, als du denkst, dass du brauchst. Wir müssen wirklich großzügig mit der Farbmischung sein und den Pinsel ganz voll laden. Und es ist auch so, dass wir viel Pigment brauchen, um die Farbe dunkel zu bekommen und trotzdem auch genügend Wasser, um die Farbe immer noch fließend zu halten. Im ersten Fach hier arbeite ich mit dem Farbton Neutraltinte von Winsor Newton und zwar mit der reinen Neutraltinte, ohne irgendeine andere Farbe dazu zu mischen. Das ist schon ein überzeugender dunkler Farbton, der jetzt auch eine schöne ebenmäßige Fläche gebildet hat. Im zweiten Fach möchte ich die Farbe etwas variabler halten. Große dunkle Flächen sehen oft sehr leblos aus in den Bildern und durch eine subtile Farbabstufung kann ich sie lebendiger gestalten. Ich arbeite jetzt mit dem nach wie vor deckenden Pigment Neutraltinte und mische ein transparenteres Pigment mit hinzu. In diesem Fall Sienna gebrannt von Winsor Newton. Wieder mische ich hier auf meiner Palette sehr viel Pigment mit genügend Wasser an. Das Sienna gebrannt wird nicht komplett in der schwarzen Farbpfütze aufgelöst, sondern bleibt hier an der Seite mit einer gewissen Eigenständigkeit liegen. So ergibt sich jetzt hier auf meinem Blatt ein etwas changierender dunkler Farbton, der nicht zu gleichmäßig ist. Durch das Beimischen der leuchtenden Farbe Sienna gebrannt wird dieser Farbauftrag etwas lebendiger und variabler. In diesen beiden ersten Feldern habe ich der Farbmischung ja die deckende Farbe Neutraltinte zugrunde gelegt. Wie fällt mein dunkler Farbton jetzt aus, wenn ich mit 3 transparenten Farben diese Dunkelheit erzeuge? Das möchte ich dir jetzt hier in Feld 3 und 4 zeigen. Die Farben, die ich in diesen beiden Feldern jetzt verwende, sind Ultramarin Feinst von Schminke, Sienna gebrannt von Winsor Newton und Alizarin Karmesin von Winsor Newton. Zunächst möchte ich alle 3 Farben zu einem relativ neutralen Grau bzw. Schwarz ausmischen. Auch hier gilt viel Pigment in die Pfütze und genügend Wasser. Wir sehen, was jetzt hier entsteht, ist ein deutlich leuchtenderes Feld, welches ja auch eine dunkle Kraft hat, aber das Papier kann durch den Farbauftrag noch hindurchschimmern. Obwohl ich hier 3 Pigmente in der Mischung habe, ist diese Mischung transparenter als diese Mischung. Das liegt daran, dass alle 3 Farben hochtransparent bzw. transparent sind. Auch diese Mischung möchte ich dir hier zeigen mit etwas variableren Farbschwankungen. Und dafür verwende ich wieder diese 3 Farben, Ultramarin Feinst, Sienna gebrannt, Alizarin Karmesin, mische sie aber nicht komplett in der Pfütze zu einer homogenen Farbe aus, sondern lasse sie hier noch lebendig auf der Palette erscheinen. Hier ist jetzt etwas mehr Braun im Pinsel, jetzt kommt etwas mehr Blau. Und auf diese Art und Weise mit diesen variablen Farbschattierungen und auch Temperaturverschiebungen innerhalb einer Fläche arbeite ich eigentlich immer meine dunklen Farbaufträge. So habe ich den maximalen Kontrast zu helleren Farben, aber mein Farbauftrag bleibt ständig lebendig und auch durchschimmernd und subtil. Der 4. Tipp, den ich für dich habe, ist die Frage, wie gelingt es nun,
einen gleichmäßigen Farbauftrag für eine etwas größere Fläche herzustellen, indem sich die Farbtemperatur gelegentlich ändert, die Farben changieren und trotzdem eine homogene, dunkle Fläche entsteht. Ich arbeite jetzt wieder mit meinen 3 Pigmenten Ultramarin Fines, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin. Du kannst aber diese Übung natürlich mit allen anderen Pigmenten ausprobieren und vielleicht auch noch geeignete Pigmentmischungen finden. Probiere es ruhig mit deckenden Pigmenten aus und auch mit transparenten Pigmenten und du wirst sehen, es gibt in der Optik dieser Dunkelheiten einen großen Unterschied. Ich mische mir wieder eine sehr große Pfütze hier auf meiner Palette an und die Konsistenz der entstehenden Farbmischung ist jetzt ungefähr so wie ungeschlagene Schlagsahne oder ein richtig schöner Kaffeecrema. Der Pinsel ist voll geladen mit Farbe. Ich arbeite mit einem Naturhaarpinsel, das ist jetzt hier ein Rotmarderhaarpinsel, der sehr lange Farbe und Wasser speichern kann. Wenn du jetzt wirklich gute Anschlüsse haben möchtest, arbeitest du am besten mit leichtem Druck und der Pinselspitze. Hier vorne sitzt die Farbe und wird von dem Wassertropfen, der sich im hinteren Bereich des Pinsels befindet, ständig neu mit Wasser versorgt, wenn du die Pinselspitze ein wenig drückst. Ich mische jetzt eine neue Mischung hier in meine Pfütze hinein und muss darauf achten, dass die Konsistenz der Farbe, also dieses Kaffeecrema, die Kaffeecrema-Dicke bzw. Schlagsahne-Dicke, sich nicht verändert. Ich darf nicht wässriger und auch nicht trockener weiterarbeiten. Dann kann ich aber natürlich etwas mehr Braun in die Mischung hineingeben und würde jetzt hier meine Farbtemperatur ein wenig aufwärmen. Immer wieder arbeite ich mit der Pinselspitze und leichtem Druck. Das Nachmischen der Farbe, um eine neue Farbvariation zu erzeugen, braucht ein bisschen Übung, denn die Konsistenz muss immer die gleiche bleiben. Hier haben wir jetzt deutlich mehr Blau in der Mischung und auch etwas mehr Rot. Und vielleicht schließe ich jetzt die letzten Zentimeter mit einem wärmeren Farbton, also mit mehr Sienna gebrannt in der Mischung ab. Was wir erreichen wollen, ist, dass man keine sichtbaren Übergänge der einzelnen Farbmischungen sieht, dass die Farbe dunkel bleibt, aber ihre Temperatur subtil von kalt über warm, über kalt hin zu warm vielleicht sich verändert. Hier zeige ich dir einmal, wie du es möglicherweise nicht machen solltest, beziehungsweise wie eine etwas fleckigere Version des dunklen Farbauftrags entstehen würde. Wenn du hier mit dem Pinsel und der Breitseite arbeitest und dabei auch mit leichtem Druck über das Papier fährst, holst du hinten aus der Farbpfütze wieder die Farbe heraus und der Pinsel arbeitet wie ein Schwamm. In diesem Fall gibt es hier einen etwas helleren Anschluss und die Farbe wird auch nicht ganz so dunkel auf dem Papier aussehen. Mit der Pinselspitze gearbeitet bekommst du einen dunkleren Farbauftrag ohne sichtbare Anschlüsse. Eine zweite Fehlerquelle beim Anlegen einer großen dunklen Fläche ist natürlich das Tempo, in dem du die einzelnen Mischungen aneinander setzt. Wenn du zu langsam bist und vielleicht deine Mischung auch einen Hauch zu trocken ausfällt, wirst du hier im Anschlussbereich auch eine harte Kante bekommen. Das schnelle Mischen und sichere Erreichen der immer gleichen Konsistenz ist wirklich eine Voraussetzung, um souverän mit den Dunkelheiten umgehen zu können. Hier etwas zu langsam gearbeitet, entsteht im Übergang der beiden Farben eine deutlich sichtbare Kante. Eine weitere Fehlerquelle kann sein, dass du hier im Anschluss jetzt mit einer flüssigeren Konsistenz weiterarbeitest. Dann würde die feuchtere Farbe in die schon halb getrocknete Farbe hineinziehen und es entsteht ein Wasser- oder aber auch Blumenkohlrand. Hier kann ich jetzt das auch noch mal ganz gut zeigen. Ich arbeite jetzt hier weiter, viel zu spät und mit etwas feuchterer Farbe. Und jetzt dauert es bei dem Büttenpapier etwas, bis hier wirklich der Unfall sichtbar ist. Aber es würde jetzt hier ein Blumenkohlrand hin zum etwas dunkleren Farbauftrag entstehen. So, die Übungen haben wir jetzt erledigt. Ich hoffe, du hast mitgemacht oder machst zu einem späteren Zeitpunkt die Übungen mit den dunklen Farben. Und gleich male ich das versprochene österliche Motiv.
An dieser Stelle möchte ich einmal herzlichen Dank aussprechen an alle unsere Unterstützer hier auf YouTube. Innerhalb der Videos läuft ja keine Werbung hier auf unserem Kanal. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, um die Filme für euch besser anschaubar zu machen. Die Herstellung der Videos macht viel Arbeit und wir sind froh über die Unterstützung, die diese Arbeit möglich macht. Es gibt verschiedene Unterstützerpakete. Wenn dich das interessiert, du unsere Videos regelmäßig nutzt und auch in unsere Unterstützer-Community kommen möchtest, schau unter dem Video der Link zu Steady, deine Unterstützung. Dort findest du alle Infos zu den verschiedenen Paketen. Wir haben jetzt ja gerade Osterzeit und deswegen gibt es jetzt noch eine kleine Vignette mit dunklen Farben und 2 kleinen Osterhäschen. Ich möchte das Motiv ganz reduziert mit Hell und Dunkel anlegen. Das heißt, es gibt jetzt einen dunklen Hintergrund und die Hasen bleiben hell davor stehen. Ich mische wieder, wie aus der Übung hier, die 3 Grundfarben Ultramarin Feinst, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin und arbeite auf trockenem Papier mit einer sehr cremigen Farbmischung. Immer wieder daran denken, auch genügend Wasser mit in die Mischung hineinzunehmen, damit sich die Pigmente gut verbinden können. Ein paar Gräser ritze ich hier mit dem Malspachtel noch rein. Wenn ich so große dunkle Flächen einsetze in meinen Aquarellen, dann lockere ich sie gerne auf mit kleinen Spritzern, hier jetzt aus der Sprühflasche. Das gibt diesen dunklen Farbauftrag noch einmal ein bisschen mehr Lebendigkeit. Auch den Vordergrund halte ich dunkel und nehme aber ein wenig mehr Sienna gebrannt in die Mischung hinein. Ein paar Spritzer mit dem Kunststoffpinsel auf den Vordergrund und ein paar Gräser mit dem Linierpinsel. Die Referenzfotos und auch meine Skizze bekommen Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet, beziehungsweise sie sind auch auf dem Steady-Account der Aquarellwerkstatt für die Unterstützer jederzeit abrufbar. Ich werde mich jetzt beschränken, die Ohren ein bisschen plastischer und räumlicher darzustellen, die Augen auszuarbeiten und vielleicht ein wenig vom Licht und Schatten im Fell anzudeuten. Ein paar kleine Barthaare wasche ich hier noch aus.
Und auf der anderen Seite setze ich sie mit einem zarten Grauton aus den Resten hier von meiner Palette. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich und ich konnte ein wenig Licht in die dunklen Aquarellfarben bringen. Wir sehen uns hier auf diesem Kanal in der nächsten Woche wieder, wenn du möchtest, mit einem neuen Film zum Thema Aquarell. Tschüss, bis dahin.